Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Betriebsaufspaltung. Das Wort Aufspaltung ist dabei völlig irreführend. Am Ende geht es darum, dass Ihre privaten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in solche aus gewerbesteuerlichen Gewinnen umqualifiziert werden. Was ich genau meine und was sich dahinter versteckt und für wen das eine Bedeutung hat, das kläre ich heute mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Ja, moin Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Jetzt habe ich schon am Anfang gleich nichts verstanden. Betriebsaufspaltung klingt ja auch wieder sehr komplex. Vielleicht kannst du mir mal so erzählen, was so eine klassische Betriebsaufspaltung überhaupt ist. Ja, das ist so, dass du eine private Immobilie hast, die du auch beherrschen musst. Also es kann auch in der Gesellschaft sein, aber du musst die Person sein, die sie beherrscht und vermietest sie an eine GmbH, die du wiederum auch beherrschst. Dann auf einmal wird deine private Immobilie Gewerbebetrieb. Okay, heißt also, es ist keine gute Idee, wenn ich meine private Immobilie sozusagen an mein Gewerbe, an meine GmbH vermiete. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ist keine gute Idee. Das wird natürlich gemacht, wenn man sagt, oh, auf der einen Seite habe ich Mieteinnahmen und auf der anderen Seite, auf der GmbH-Seite, spare ich natürlich auch Körper- und Gewerbesteuer, weil ja dort die Miete Betriebsausgabe ist. Aber da macht ja der Gesetzgeber einen Strich durch die Rechnung und sagt, nein, du hast im Prinzip deinen Betrieb aufgespalten. Du hast deine wesentliche Betriebsgrundlage privat gehalten, ist aber natürlich eine, die normalerweise in der GmbH zu bilanzieren wäre. Okay. Das hast du nur gestalterisch so gemacht, dass es außerhalb der GmbH angeschafft wurde. Und dann möchtest du irgendwie auf der Seite der GmbH Körper- und Gewerbesteuer sparen. Das machen wir nicht mit. Jetzt wird das privat gewerbesteuerpflichtig, also umqualifiziert in gewerbliche Einkünfte. Das ist das eine. Das andere ist, das hat also Auswirkungen auf die Einkommensteuer, auf die Gewerbesteuer, auf die Erbschaftsbesteuerung zum Beispiel auch. Okay. Und ein ganz großer Punkt auch auf die Umsatzsteuer. Okay, und wie genau wirkt sich das dann auf die Umsatzsteuer? Ja, bei der Umsatzsteuer ist dann auf einmal nicht mehr die GmbH der umsatzsteuerliche Unternehmer, sondern du, der die Immobilie hält. Heißt, wenn deine GmbH die Umsätze von, 10 Millionen Euro, 5 Millionen Euro, 1 Million macht, ist völlig egal, müssen die kompletten Umsatzsteuervoranmeldungen und die Umsatzsteuerjahreserklärung bei dir als Privatperson angemeldet werden. Du bist auch der Schuldner. Du hast zwar gar nicht die Umsätze gemacht, das ist alles fiktiv. Okay. Du giltst als sogenannter umsatzsteuerlicher Organträger, also als umsatzsteuerlicher Unternehmer für deine GmbH. Ja, heißt, wenn die GmbH Umsätze macht und kann die Umsatzsteuer nicht bezahlen, ist völlig egal dem Finanzamt. Da gibt's auch keine Haftungsbeschränkung, weil der umsatzsteuerliche Unternehmer ist ja gar nicht die GmbH, sondern das bist du als Person. Ja, warum? Ja, weil du eine wesentliche Betriebsgrundlage an deine GmbH vermietest. Das ist der einzige Grund. Okay, also quasi du machst die Umsätze und ich zahle die Steuern oder wie? Ja, genau so läuft das dann. Ne? Also das hat eine Riesenkette. Das ist nicht nur die Umqualifizierung der Einkünfte im Einkommensteuerrecht. Da könnte man immer noch sagen, okay, da muss ich halt Gewerbesteuer bezahlen und die wird ja nach 35 Einkommensteuergesetz, mindert die ja auch deine Einkommensteuer. Das sind ja heute schon bis zum Hebesatz von 400%, hast du ja die komplette Entlastung auf der Einkommensteuerebene. Da könnte man heutzutage eigentlich sagen, ist doch gar nicht so wichtig. Aber die Sache mit der Umsatzsteuer ist natürlich nicht zu unterschätzen. Du hast ein Goodie bei der Erbschaftssteuer. Okay. Wir würden ja nicht darüber sprechen, wenn es nicht eine Lösung gäbe, nehme ich an, oder? Also du hast dir doch wahrscheinlich da schon mal Gedanken darüber gemacht, wie man das trotzdem elegant lösen kann. Das ist richtig. Also die Immobilie darf einfach nicht in deinem Privatvermögen sein, sondern die packst du regelmäßig in eine gewerblich geprägte Personengesellschaft. A ist gewerblich geprägt, heißt, diese Gesellschaft wird ertragssteuerlich auch wie Betriebsvermögen gesehen. Das ist natürlich wichtig, weil du musst von Betriebsvermögen in Betriebsvermögen bleiben bei der Umgestaltung, damit du keine stillen Reserven auflöst. Jetzt auf einmal ist eine gewerblich geprägte Personengesellschaft in der Regel in der Rechtsform UG und KKG oder GmbH und KKG haftungsbeschränkt und der umsatzsteuerliche Unternehmer. Jetzt hast du den Fall immer noch, GmbH macht den Umsatz, deine GmbH und KKG ist die umsatzsteuerliche Schuldnerin, weil sie der umsatzsteuerliche Unternehmer ist. Aber wenn jetzt das Geld mal nicht da ist, weil es muss letztendlich aus der GmbH kommen, und wenn die dann auf einmal aus Liquiditätsgründen die Umsatzsteuer nicht zahlen kann, kommt das Finanzamt ja nicht mehr auf dich privat zu, sondern auf deine GmbH und KKG. Die wiederum ist aber beschränkt haftbar. Also ist für dich eigentlich soweit alles in Ordnung. Okay. Du hast vorhin noch was von Gewerbesteuer gesagt. Was genau passiert da?
Ja, bei der Gewerbesteuer ist es so, das gilt als Gewerbebetrieb, weil es einfach von der Konstruktion her so ist. Und dann wird auch diese GmbH und Co. KG in Zukunft die Gewerbesteuer zahlen. Also das fällt nicht weg, das bleibt. Es ist für immer und ewig Betriebsvermögen und gewerbesteuerpflichtig. Okay, bleibt denn nur noch die Erbschaftssteuer? Was genau passiert da, wenn ich jetzt eine Erbschaft zu erwarten habe oder was auf mich zukommt? Ja, jetzt, das ist tatsächlich was Gutes. In der Erbschaftssteuer wird auf einmal die Immobilie nicht als unbegünstigtes Verwaltungsvermögen gesehen, sondern als begünstigungsfähiges Unternehmensvermögen bekommen. Also da haben wir ja dann so hohe Freibeträge dafür, 85% und dann noch 150.000, bla 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 bla. Also auf einmal hat das nichts nur mit den persönlichen Freibeträgen wie zum Kind zum Beispiel 400.000 Euro oder zur Ehefrau 500.000 Euro zu tun, sondern kriegt noch einen eigenen sachlichen Freibetrag von auf jeden Fall 85%. Also das ist der Goodie. Die Erbschaftssteuer erkennt das auch an als Unternehmensvermögen. Und damit fällst du auch in die Begünstigung für deine Immobilie. Okay, ich sehe schon, man kann viel mit Gestaltung regeln, muss man dann aber auch, weil es so komplex ist, oder? Ja, absolut. Und wenn man es nicht macht, dann kann das eine Steuerbombe werden. Und die Steuerbombe wird auf einmal ausgelöst, ohne dass du es merkst. Wie gesagt, Bedingung ist ja, dass du sowohl die Immobilie als auch die GmbH beherrschst. Dann kommen Mandanten zu mir und sagen, ja, ich möchte einen neuen Geschäftsführer einstellen in meiner GmbH. Oh, bloß nicht, weil dann würdest du ja nicht mehr alleine die GmbH beherrschen. Oder sie sagen, ich möchte gerne meine Familie an der Immobilie beteiligen. Oh, bloß nicht, weil dann bist du nicht mehr der das Sagen, die alleinige Beherrschung auf die Immobilie hat. Das ist aber Bedingung, warum es fiktiv zu dieser Gewerblichkeit kommt. Wenn das aber nicht mehr gegeben ist, entweder auf der Seite der GmbH oder auf der Seite der Immobilie, dann knackt das ganze Konstrukt auf. Das Betriebsvermögen wird Privatvermögen, Versteuerung der stillen Reserven. Hat verheerende Folgen. Ne? Und so kannst du natürlich über diese Gestaltung ganz viel deckeln. Und das Wichtigste ist halt diese Umsatzsteuerschuldnerschaft. Dass du privat auf einmal als umsatzsteuerlicher Unternehmer giltst und dann auch schuldest für eine Steuer, die jemand anderes erbringt, ist ja absurd eigentlich. Ja. Ne? Das kriegst du damit zwar nicht vollständig behoben, aber du hast wenigstens eine Haftungsbeschränkung, weil du es dann über eine GmbH und Co. KG laufen lässt. Ne? Ja, Thomas, ich nehme mit aus unserem Gespräch, so eine Betriebsaufspaltung ist sehr komplex und man kommt alleine kaum klar. Deswegen muss man jemanden kennen, der sich damit auskennt. Ne, würde ich immer sagen, frage ich nicht, wenn es auf mich zukommt. Ja, und vor allen Dingen, Sie gestalten das gar nicht. Sie fallen einfach in die Betriebsaufspaltung und ganz unglücklich. Das ist weder gewollt, noch wollten Sie eine Aufspaltung, noch wollten Sie einen Betrieb. Das passiert. Ja, und wenn Sie es dann einmal haben, dann haben Sie bestimmte Probleme zu beachten. Unter anderem auch zum Beispiel die disquotale Verschenkung. Das heißt, Sie haben vielleicht 2 Kinder, das eine soll die Immobilie bekommen, das andere die Firma. Das können Sie schon mal gleich vergessen. Das müssen Sie gestalten. Das geht, aber man muss es im Vorhinein machen, nicht im Nachhinein. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.